Stellen Sie sich ein Nagetier von der Größe eines Stiers vor. Keine Wasserschwein, kein Biber, ein wahrer Gigant mit einem Gewicht von bis zu einer halben Tonne, einem Schädel größer als der einer Kuh und einer Beißkraft, die mit der von großen Raubtieren vergleichbar ist. Eine Kreatur, bei deren Anblick ein moderner Mensch im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht an ein Nagetier denken würde. Die Kombination aus Masse und bekannten Nagetiermerkmalen wie riesigen Schneidezähnen wirkt zu fremdartig. Und stellen Sie sich nun vor, dass alles, was die Wissenschaft über dieses Wesen weiß, auf der Grundlage eines einzigen Fundes beruht. Eines einzigen Schädels, der aus der Erde geborgen und fast 20 Jahre lang vergessen in einer Museumsschublade lag. Und dass die Zahl von der Größe eines Stiers, die um die Welt ging, möglicherweise falsch ist. Sein Name war Josepho Artigasia. Und die Geschichte, wie ein einziger Schädel eine ganze Legende über ein riesiges Nagetier schuf und wie diese Legende dann unter ihrem eigenen Gewicht zerbröckelte, als sie genauer wissenschaftlich untersucht wurde, ist interessanter, als es auf den ersten Blick scheint. Im Jahr 1987 entdeckte ein Paläontologe namens Sergio Vieira an der Küste Uruguays an den Klippen von Barrancas de San Gregorio in der Nähe des Strandes Quillú ein massives Schädelfragment im Gestein. Die Küstenklippen dieses Abschnitts der uruguayischen Küste sind den lokalen Fossiliensammlern seit langem als reiche Lagerstätte für Fossilien der Fauna des Pliozäns und des frühen Pleistozäns bekannt. Die ständige Erosion durch die Wellen legt regelmäßig neue Gesteinsschichten frei und enthüllt die Knochen von Tieren, die vor Millionen von Jahren in den Küstenlagunen und sumpfigen Flussmündungen dieser Zeit starben. Diese Art der Fundansammlung unterscheidet sich stark von gezielten wissenschaftlichen Ausgrabungen. Amateure durchkämmen den Strand nach starken Stürmen, wenn die nächste Erosionswelle eine frische Gesteinsschicht freigelegt hat. Und die Zufälligkeit des Besuchs bestimmt, was gefunden wird. Ein Exemplar könnte noch Tausende von Jahren vergraben liegen, wenn nicht ein weiterer Sturm genau den Küstenabschnitt zerstört hätte, wo es sich befand. Es ist diese natürliche, ungesteuerte Erosion, nicht gezielte Ausgrabungen, die zur Entdeckung führte. Eine ironische Wendung, die weitaus zufälliger war als die Funde von Titanoboa oder Meganeura, die mit industrieller Ausrüstung im Rahmen gezielter Kohleförderung geborgen wurden. Er übergab den Fund dem Nationalen Naturkundemuseum Uruguays. Und hier hätte die Geschichte eigentlich beginnen sollen. Stattdessen ging der Fund in die Museumssammlung und lag dort über 20 Jahre lang praktisch unbeachtet, inmitten tausender anderer Exemplare, die auf ihre vollständige Untersuchung warteten. Das ist weder eine Seltenheit noch die Nachlässigkeit einer einzelnen Institution. Die meisten naturhistorischen Museen der Welt erhalten weit mehr Neuzugänge, als die wissenschaftlichen Mitarbeiter beschreiben und klassifizieren können, und ein großer Teil potenziell bedeutender Funde wartet jahrelang, manchmal jahrzehntelang, buchstäblich im Regal auf seine Stunde. Die Finanzierung der Paläontologie ist selten so stark gewachsen wie das Volumen der über Jahrzehnte angesammelten Sammlungen, und die Beschreibung einer neuen Art ist ein mühsamer Prozess, der Monate sorgfältiger vergleichender Analysen erfordert und nicht nur ein flüchtiger Blick auf den Fund. Wenn Sie diese Information über 20 Jahre in einer Schublade überrascht hat, geben Sie uns einen Daumen hoch, denn genau hier beginnt der wirklich interessante Teil der Geschichte. Alles änderte sich im Jahr 2008, als der Kurator des Museums, der uruguayische Paläontologe Andrés Rinderknecht, bei seiner dienstlichen Tätigkeit auf dieses Exemplar stieß. Nach sorgfältiger Untersuchung des Schädels erkannte er, dass er etwas viel Bedeutenderes vor sich hatte als ein gewöhnliches Fragment. Anhand der Proportionen, der Größe und der charakteristischen Schneidezähne war es der Schädel eines Nagetiers. Aber eines Nagetiers von solchen Ausmaßen, dass der Fund sofort alles bisher Bekannte über diese Säugetiergruppe sprengte. Rinderknecht tat sich mit dem Physiker Rudemar Ernesto Blanco zusammen und gemeinsam veröffentlichten sie die formelle Beschreibung der neuen Art und benannten sie nach dem uruguayischen Nationalhelden José Artigas. Daher der klangvolle lateinische Name
Josefo Artigasia monesi, wobei der Artname zusätzlich den uruguayischen Zoologen Alvaro Mones ehrt, der viele Jahre der Erforschung südamerikanischer Nagetiere gewidmet hatte. Der Schädel beeindruckte bereits auf den ersten Blick durch seine Größe. 53 cm Länge, vergleichbar mit dem Schädel einer erwachsenen Kuh. Basierend auf den bekannten Proportionen zwischen Schädelgröße und Gesamtkörpermasse bei modernen verwandten Arten extrapolierten die Forscher die geschätzte Körpermasse des Tieres zu Lebzeiten auf 480 bis 500 Kilogramm. Das machte Josefo Artigasia zum größten Nagetier, das je von der Wissenschaft beschrieben wurde. Es übertraf sogar den bisherigen Rekordhalter, die Art Phoberomis, deutlich und war um eine Größenordnung größer als das derzeit größte lebende Nagetier, das Capybara, dessen Gewicht selten mehr als 60 Kilogramm übersteigt. Zur Veranschaulichung: Ein Capybara, das heute viele als ziemlich großes Nagetier betrachten, würde im Vergleich zu Josefo Artigasia etwa so wirken wie ein großer Haushund neben einem erwachsenen Bison. Es handelt sich also nicht um eine allmähliche Vergrößerung des gewohnten Maßstabs, sondern um eine prinzipiell andere Gewichtsklasse innerhalb derselben Ordnung der Säugetiere. Genau dieser Größenunterschied war einer der Gründe, warum der Fund überhaupt eine solche Resonanz in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und später in den populären Medien weltweit auslöste. Normalerweise geschehen evolutionäre Veränderungen der Körpergröße innerhalb einer Ordnung allmählich, über eine Kette von Zwischenformen. Aber hier beträgt der Unterschied zwischen dem größten modernen und dem größten fossilen Vertreter der Gruppe fast einen 10-fachen Sprung in der Masse. Eine Zahl, die an sich schon Schlagzeilen verdient, selbst ohne alle nachfolgenden wissenschaftlichen Nuancen und Einschränkungen. Es ist sofort zu erklären, woher diese kühne Massenschätzung überhaupt stammt. Denn die von den Forschern verwendete Methode ist genau der Punkt, an dem die eigentliche wissenschaftliche Intrige dieser Geschichte beginnt. Bei modernen Nagetieren gibt es eine ziemlich stabile Proportion zwischen der Schädellänge und der Gesamtkörpermasse. Eine Proportion, die bei Dutzenden von Arten überprüft wurde und normalerweise zuverlässige Ergebnisse bei der Extrapolation liefert. Es funktioniert so: Für jede Art, bei der sowohl die Schädellänge als auch die Körpermasse vieler Individuen bekannt sind, kann eine mathematische Formel abgeleitet werden, die diese beiden Parameter verbindet. Wendet man dann dieselbe Formel auf eine Art an, bei der nur die Schädellänge bekannt ist, kann eine Schätzung der Körpermasse erhalten werden. Vorausgesetzt, die neue Art hat ähnliche allgemeine Skelettproportionen im Verhältnis zur Kalibrierungsgruppe von Arten. Aber diese Proportion wird anhand von Arten kalibriert, deren Größen in den gewohnten, gut dokumentierten Bereich fallen. Wenn die einzige verfügbare Probe den Kalibrierungsbereich um ein Vielfaches übersteigt, beginnt die Extrapolation in einem Bereich zu arbeiten, in dem die Methode einfach keine überprüften Daten zum Vergleich hat und die kleinste Ungenauigkeit in der ursprünglichen Annahme über die Körperproportionen kann sich am Ende um ein Vielfaches multiplizieren. Das ist eine mathematische Besonderheit solcher Potenzabhängigkeiten. Ein kleiner Fehler in der Nähe des Kalibrierungsbereichs bleibt klein, aber derselbe relative Fehler, der weit über den Bereich hinaus extrapoliert wird, kann das Endergebnis bereits erheblich verzerren. Neben den beeindruckenden Abmessungen erzählte der Schädel den Forschern noch etwas Unerwarteteres und, wie sich später herausstellte, wissenschaftlich weitaus Zuverlässigeres: die berechnete Bisskraft. Um diese Schätzung zu erhalten, bauten Rinderknecht und Blanco ein Computermodell des Schädels, das auf der Festigkeit und Geometrie des erhaltenen Knochengewebes basierte. Anschließend sie, welche Kraft die Kiefermuskeln bei bekannter Fläche des Kaumuskulaturansatzes entwickeln könnten. Diese Fläche wurde anhand charakteristischer Rauigkeiten und Vorsprünge auf der Knochenoberfläche rekonstruiert, an denen zu Lebzeiten Muskelfasern befestigt waren. Solche Modelle werden mittels der Finite-Elemente-Methode erstellt, demselben ingenieurwissenschaftlichen Ansatz, der bei der Konstruktion von Brücken und Flugzeugkomponenten verwendet wird.
Das virtuelle Knochenmodell wird in viele kleinste Elemente zerlegt, für jedes davon wird die Lastverteilung einzeln berechnet und dann werden die Ergebnisse zu einem Gesamtbild der Spannungen in der gesamten Schädelstruktur summiert. Diese Methode ist ein Standardwerkzeug der modernen Paläobiomechanik, das es ermöglicht, quantitative Schätzungen der Bisskraft zu erhalten, selbst ohne einen einzigen Weichteilrest, indem man sich ausschließlich auf die ingenieurwissenschaftliche Analyse der Knochenform verlässt. Die vorderen Schneidezähne konnten laut Berechnungen eine Kraft von etwa 1400 Newton entwickeln, vergleichbar mit der Beißkraft großer moderner Raubtiere. Die berechnete Beißkraft der hinteren Backenzähne erreichte 5000 Newton, ein Wert, der sich der Beißkraft großer moderner Krokodile nähert, einer der stärksten heute lebenden Kiefer auf dem Planeten überhaupt. Wenn Sie übrigens interessiert, wie genau die Beißkraft eines ausgestorbenen Tieres berechnet wird, ohne dass direkte Messungen möglich sind, schreiben Sie darüber in die Kommentare. Es ist eine wirklich faszinierende Ingenieurmethodik. Für ein pflanzenfressendes Nagetier, das sich nach der Analyse des Zahnabriebs zu urteilen hauptsächlich von weicher Vegetation, Blättern und Früchten ernährte, erscheint eine solche Beißkraft offen gesagt übertrieben. Warum sollte ein Pflanzenfresser Kiefer haben, die in ihrer Kraft mit denen eines Raubtiers konkurrieren können? Genau diese Frage wurde zum größten wissenschaftlichen Rätsel im Zusammenhang mit Josefo Artigasia und eine eindeutige Antwort darauf gibt es bis heute nicht. Es lohnt sich, gesondert auf den Aufbau der Schneidezähne einzugehen, denn das ist der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Biomechanik des Schädels. Bei allen Nagetieren, von der Hausmaus bis zum Kapibara, wachsen die Schneidezähne während des gesamten Lebens des Tieres und kompensieren so den ständigen Abrieb bei Gebrauch. Diese evolutionäre Lösung bringt eine interessante Einschränkung mit sich. Je aktiver das Tier die Schneidezähne nutzt, desto schneller nutzen sie sich ab, aber desto schneller wachsen sie auch. Das heißt, bei großen Nagetieren, die die Schneidezähne intensiv, nicht zur Ernährung, sondern beispielsweise zum Graben in hartem Boden oder für Kämpfe mit Artgenossen einsetzen, musste die Wachstumsrate der Zähne der Abrieberate entsprechen, was an sich schon erhebliche Stoffwechselkosten für den Organismus bedeutet. Bei Josefo Artigasia war die Wachstumsrate der Zähne, gemessen an der Dicke des Zahnschmelzes und dem charakteristischen Profil der Schneidezähne, anscheinend auch nach den Maßstäben der Familie der Riesennager, zu der es gehörte, außergewöhnlich hoch. Ein weiterer indirekter Hinweis auf die Version einer intensiven, nicht-biologischen Nutzung dieser Zähne, sei es zum Graben, zum Aufbrechen harter Nahrung oder für innerartliche Kämpfe. Der Aufbau des Schädels selbst gibt einen zusätzlichen Hinweis. Der Knochen erwies sich als deutlich stärker verstärkt, als es die reine Mechanik der Nahrungsaufnahme von weichen Blättern erfordert hätte. Nach Schätzungen der Forscher war die Knochenstruktur für Belastungen ausgelegt, die weit über den Druck hinausgingen, den das Tier allein durch die Beißkraft hätte entwickeln können. Besonders aufschlussreich ist in diesem Sinne die Verbindungsstelle des Schädels mit der Wirbelsäule. Sie erwies sich als deutlich massiver, als man es selbst unter Berücksichtigung der Gesamtgröße des Tieres hätte erwarten können, was auf die Fähigkeit hinweist, plötzliche Stoßbelastungen auszuhalten und nicht nur statischen Kaudruck. Wenn die Schneidezähne tatsächlich als Waffe in Frontalzusammenstößen mit Artgenossen eingesetzt wurden, und genau diese Belastung legt eine solche Verstärkung gerade im Bereich von Nacken und Hinterkopf nahe, erklärt das vieles an der Schädelkonstruktion, die sonst für eine einfache, pflanzenfressende Lebensweise überflüssig erscheinen würde. Wenn Sie überrascht sind, wie detailliert das Verhalten eines ausgestorbenen Tieres allein anhand der Knochenform rekonstruiert werden kann, geben Sie einen Daumen hoch. Das ist buchstäblich das, womit sich die moderne Paläobiomechanik beschäftigt. Und die Ergebnisse sind manchmal erstaunlicher als jede Vermutung. Dies brachte die Wissenschaftler auf mehrere konkurrierende Versionen zur Nutzung dieser riesigen Schneidezähne. Möglicherweise brachen sie damit harte Nussschalen oder Panzer von Wassermollusken auf. Möglicherweise grub das Tier damit große Baue im Uferboden.
Und möglicherweise, und diese Version gilt heute als eine der wahrscheinlichsten, dienten die Schneidezähne als Waffe für innerartliche Kämpfe, ähnlich wie heutige Elefanten ihre Stoßzähne in Kämpfen um Territorium oder Weibchen einsetzen, und keineswegs als primäres Werkzeug zur Nahrungsbeschaffung. Eine ähnliche Logik wird auch auf andere ausgestorbene Giganten mit unverhältnismäßig entwickelten Waffen angewendet. Walrosse beispielsweise nutzen ihre riesigen Stoßzähne fast gar nicht direkt zur Nahrungsbeschaffung, sondern dienen hauptsächlich als Werkzeug für soziale Hierarchie und Verteidigung, was die Version der Schneidezähne von Josepho Artigasia als Turnierwaffen im Vergleich zu bekannten Beispielen aus der heutigen Fauna nicht so exotisch erscheinen lässt. Und was denken Sie? Wozu ein Pflanzenfresser eine solche übermäßige Beißkraft gebraucht haben könnte? Teilen Sie Ihre Version in den Kommentaren. Unter Paläontologen gibt es bis heute keine einheitliche Meinung. Um zu verstehen, woher überhaupt eine so große Anzahl riesiger Pflanzenfresserarten genau im Südamerika dieser Periode stammt, muss man sich an eine Besonderheit der geologischen Geschichte des Kontinents erinnern. Fast 30 Millionen Jahre lang, bis zur Entstehung des Isthmus von Panama, blieb Südamerika praktisch ein isolierter Inselkontinent, der vom Ozean, vom Rest der Welt abgeschnitten war. Eine Situation, die entfernt der Geschichte des heutigen Australiens ähnelt, wo lange Isolation ebenfalls eine ganz einzigartige Fauna hervorgebracht hat, die nirgendwo sonst auf dem Planeten vorkommt. Unter diesen Bedingungen langer Isolation, bei fast völligem Fehlen spezialisierter großer plazentarer Raubtiere, die für die nördliche Hemisphäre charakteristisch sind, ging die lokale Fauna ihren eigenen evolutionären Weg. Ökologische Nischen, die in Afrika oder Eurasien normalerweise von großen Huftieren, Elefanten, Nashörnern, Flusspferden besetzt werden, fielen in Südamerika völlig anderen Säugetiergruppen zu, darunter riesige Nagetiere und Zahnarme. Geologen rekonstruieren diese Millionen Jahre andauernde Isolation anhand einer ganzen Reihe unabhängiger Daten. Anhand der Verteilung von Meeresablagerungen, die zeigen, wo genau die den Kontinent trennende Meeresstraße verlief, anhand paläomagnetischer Daten, die die Bewegung tektonischer Platten festhalten, und anhand der Analyse der Fauna selbst, einer deutlichen Abweichung evolutionärer Linien, die sich in der Fossilgeschichte beider Amerikas bis zum Zeitpunkt ihrer endgültigen Verbindung zurückverfolgen lässt. Die Entstehung des Isthmus selbst war ebenfalls kein augenblicklicher Prozess, sondern erstreckte sich über Millionen von Jahren. Zuerst entstand eine Kette vulkanischer Inseln, die sich durch die Bewegung tektonischer Platten allmählich annäherten, und erst dann verband die Ansammlung von Sedimentgestein diese Inseln endgültig zu einem zusammenhängenden Landstreifen, entlang dessen große Landtiere bereits frei in beide Richtungen wandern konnten. Die Josepho Artigasia existierte in Gesellschaft einer beeindruckenden Reihe von Ökosystemnachbarn. Toxodonten, massive Pflanzenfresser, die äußerlich entfernt an Nashörner erinnern, riesige Landfaultiere. Glyptodonten, Verwandte heutiger Gürteltiere, in eine Panzerung von der Größe eines Autos gehüllt. Säbelzahnige Beuteltierraubtiere, die Thylacosmilus, und furchteinflößende, nicht flugfähige Raubvögel, bekannt als Terrorvögel, deren Schädel in seinen Proportionen eher an eine Fleischermetze erinnerte, als an etwas, das bei heutigen gefiederten Tieren vorkommt. Toxodonten verwirrten seinerzeit übrigens sogar Charles Darwin selbst, der ihre Fossilien während seiner Reise auf der Beagle erstmals beschrieb, so sehr, dass er diesen seltsamen Wesen, die Merkmale von Nagetieren, Huftieren und Elefanten gleichzeitig vereinten, einzelne Notizen in seinen Tagebüchern widmete. So ungewöhnlich war die südamerikanische Fauna für einen Blick, der auf europäische und afrikanische Analoga geprägt war. Darwin war nach eigenen Erinnerungen gerade davon verblüfft, wie bizarr die Kombination bekannter anatomischer Merkmale in völlig ungewohnten Proportionen aussah.
Zähne, die an Nagetiere erinnerten, aber ein Körper von der Größe eines Nashorns. Und Jahre später wurden diese Eindrücke von der südamerikanischen Fossilfauna zu einer der Inspirationsquellen für seine Überlegungen zur Veränderlichkeit der Arten, die schließlich zur Evolutionstheorie durch natürliche Selektion führten. Dies war ein Ökosystem, das nach völlig anderen Regeln aufgebaut war als die uns vertraute afrikanische Savanne. Ein Ökosystem, in dem die Nische des großen Pflanzenfressers nicht von Huftieren, sondern von Nagetieren besetzt wurde, die zu Stiergrößen heranwuchsen, einfach weil es auf dem isolierten Kontinent keine Konkurrenten auf diesem evolutionären Weg gab. Eine ähnliche Logik der leeren Nische erklärt übrigens auch den Gigantismus bei vielen anderen isolierten Ökosystemen in der Geschichte des Planeten. Das Leben füllt regelmäßig den freien ökologischen Raum auf die unerwartetste Weise, wenn in der Nähe kein spezialisierterer Konkurrent ist, der bereit ist, diese Nische zuerst zu besetzen. Von riesigen Schildkröten auf isolierten Ozeaninseln bis zu riesigen Nagetieren auf isolierten Kontinenten. Das Prinzip ist dasselbe. Entferne den Konkurrenten und die Evolution findet einen Weg, den frei gewordenen Raum mit der unerwartetsten verfügbaren Art zu füllen. Abonnieren Sie den Kanal, wenn solche Parallelen zwischen verschiedenen Epochen des Gigantismus für Sie genauso faszinierend sind wie für mich. Sie wiederholen sich auf dem Planeten immer wieder, nur mit anderen Akteuren. Genau aus diesem Grund ist die taxonomische Geschichte der Gattung selbst überraschend kompliziert geworden. Bereits im Jahr voraussichtlich 1966 beschrieben die uruguayischen Forscher Julio César Francis und Álvaro Moniz ein Fragment eines Unterkiefers eines ähnlichen Riesengründers und gaben ihm den Namen Artigacia magna, die erste offizielle Anerkennung der Existenz eines solchen Giganten in der paläontologischen Literatur, wenn auch basierend auf einem viel bescheideneren Material als der vollständige Schädel, der 2 Jahrzehnte später gefunden wurde. Jahrzehnte später stellte sich jedoch heraus, dass der Name Artigacia bereits vergeben war. Mit demselben Wort wurde zuvor ein völlig anderer Organismus bezeichnet. Eine Gattung von Rundwürmern, die bereits im Jahr voraussichtlich 1943 vom Parasitologen Jesse Roy Christie beschrieben worden war. Nach den Regeln der zoologischen Nomenklatur dürfen 2 verschiedene Gattungen nicht denselben lateinischen Namen tragen, unabhängig davon, wie unterschiedlich die Organismen sind. Eine Regel, die genau dazu eingeführt wurde, um Verwechslungen bei der Suche nach wissenschaftlicher Literatur zu vermeiden. Stellen Sie sich vor, wie viele Missverständnisse entstehen würden, wenn ein Forscher, der nach Veröffentlichungen über einen Parasitenwurm sucht, regelmäßig auf Artikel über einen halbtönnigen, ausgestorbenen Nager stoßen würde und umgekehrt. Im Jahr 2007 war Moniz gezwungen, seine eigene Gattung umzubenennen, indem er zum Namen von José Artigas noch die Erwähnung seines eigenen Entdeckernamens hinzufügte. So entstand der heutige, viel sperrigere Name Josepho Artigacia. Kehren wir zur Hauptfrage dieser Geschichte zurück, zu deren Zweck diese gesamte Analyse im Grunde unternommen wurde. Warum weckt die legendäre Schätzung der Größe von einer halben Tonne und einer Länge von 2,5 Metern heute bei einem Teil der Forscher ernsthafte Zweifel? Das Problem liegt genau darin, worüber bereits gesprochen wurde. Das einzige verfügbare Exemplar ist ein Schädel, kein vollständiges Skelett. Die Extrapolation der Gesamtkörperlänge aus der Schädelgröße erfordert eine Annahme über die Körperproportionen, die wiederum auf den Proportionen moderner, verwandter Arten basiert. Vor allem auf denen der Pacarana, des nächstverwandten lebenden Verwandten der Josepho Artigacia, eines deutlich kleineren Tieres mit ganz anderen Körperproportionen im Verhältnis zum Schädel. Die Anwendung derselben Proportion auf ein Exemplar, das den Kalibrierungsbereich um ein gutes Dutzend Mal überschreitet, ist ein Vorgang, der mit erheblicher Unsicherheit verbunden ist.
Und die Autoren der ursprünglichen Beschreibung selbst stellten in späteren Veröffentlichungen fest, dass die endgültige Körperlänge wahrscheinlich überhöht ist im Vergleich zu dem, was sie wäre, wenn Wissenschaftler ein vollständiges Skelett und nicht nur einen Schädel zur Verfügung hätten. Ein ähnliches Problem tritt übrigens regelmäßig in der Paläontologie großer, ausgestorbener Tiere im Allgemeinen auf. Je stärker ein Exemplar den bereits untersuchten Größenbereich überschreitet, desto weniger zuverlässig sind alle proportionalen Berechnungen, die auf Daten von deutlich kleineren, modernen Verwandten basieren. Dies ist eine systemische, methodische Falle und kein zufälliger Fehler einzelner Forscher. Die Wissenschaft hat einfach keine anderen Daten zur Kalibrierung, wenn es um einen einzigartigen Giganten geht, der keine annähernd großen Verwandten unter den heute lebenden Arten hat. Das bedeutet nicht, dass die Josepho-Artigasia kein gigantisches Tier gewesen wäre. Selbst die konservativsten, neu berechneten Schätzungen des Körpergewichts lassen sie immer noch als den größten Nager erscheinen, der jemals von der Wissenschaft entdeckt wurde. Und sie übertrifft die moderne Kapibara bei weitem. Aber die konkrete Zahl von einer halben Tonne und 2,5 Metern, die sich in populären Publikationen und Dokumentarfilmen auf der ganzen Welt verbreitet hat, erwies sich als weitaus weniger gesicherte Tatsache, als man aufgrund der Überzeugung, mit der sie normalerweise präsentiert wird, annehmen könnte. Es stellt sich heraus, dass die am weitesten verbreitete Tatsache über dieses Tier, die konkrete Zahl seiner Größe, gerade der am wenigsten zuverlässige Teil der gesamten Geschichte ist, während weitaus weniger bekannte Details wie die berechnete Beißkraft oder die Struktur der Schädelverstärkung auf weitaus direkteren Messungen des Fundes selbst beruhen und unter Spezialisten deutlich weniger Kontroversen hervorrufen. Wenn es für Sie eine Überraschung war, dass die bekannteste Tatsache über ein berühmtes, ausgestorbenes Tier die am wenigsten glaubwürdige sein kann, geben Sie einen Daumen hoch. Denn eine solche Situation kommt in der Paläontologie weitaus häufiger vor, als man denkt. Und wir werden dieses Thema in zukünftigen Ausgaben sicher wieder aufgreifen. Die Situation wird dadurch erschwert, dass Josepho-Artigasia nicht der einzige Vertreter seiner Gruppe riesiger Nagetiere ist, sondern gleichzeitig einer der am wenigsten gut dokumentierten. Eine verwandte Art, Phoberomis, die einige Millionen Jahre früher auf dem Gebiet des heutigen Venezuelas lebte, trug lange Zeit den Titel des größten Nagetiers der Geschichte, bis Josepho-Artigasia neu beschrieben wurde. Aber auch im Fall von Phoberomis beruht ein erheblicher Teil der Schätzungen auf fragmentarischem Material, was die genaue Rangfolge dieser beiden Giganten untereinander zu einem Gegenstand fortlaufender Diskussionen unter Spezialisten macht und nicht zu einer endgültig geklärten Frage. Die gesamte Familie Dinomyidae, zu der Josepho-Artigasia gehört, ist heute in freier Wildbahn nur durch eine einzige Art vertreten: das Pacarana, einen bescheidenen, 15 Kilogramm schweren Bewohner der südamerikanischen Wälder, der äußerlich einem großen Meerschweinchen ähnelt. Das Pacarana führt ein so verstecktes, nachtaktives Leben, dass es auch heute noch äußerst selten auf Menschen trifft. Und lange Zeit herrschte in der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Meinung, die Art sei bereits ausgestorben, bis im Jahr 1904 ein lebendes Exemplar wiederentdeckt wurde. Es ist schwer, einen größeren Kontrast vorzustellen zwischen dem heutigen einzigen überlebenden Vertreter einer einst blühenden Familie und seinen halbtönnigen fossilen Verwandten, als ob sich die gesamte Vielfalt einer einst riesigen Tiergruppe auf einen einzigen erhaltenen Zweig reduziert hätte, der zufällig dort überlebte, wo alle seine riesigen Verwandten restlos ausstarben. Genetische Untersuchungen des Pacarana, die bereits im 21. Jahrhundert durchgeführt wurden, bestätigten seinen Status als lebendes Relikt. Molekulare Uhren zeigen, dass sich die Linie, die zum heutigen Pacarana führt, noch vor dem Aufblühen riesiger Formen wie Josepho-Artigasia von den anderen Dinomyiden abspaltete. Das heißt, das Pacarana ist kein geschrumpfter Nachkomme von Giganten, sondern ein paralleler, ursprünglich kleinerer Zweig derselben Familie, der einfach Glück hatte, das Aussterben zu überleben, das all seine weitaus beeindruckenderen Verwandten hinraffte.
Wenn Sie es mögen, wenn sich hinter einer fossilen Art eine ganze vergessene Evolutionslinie verbirgt, abonnieren Sie den Kanal. Es wird noch viele ähnliche Familiengeschichten ausgestorbener Giganten geben. Es gibt in dieser Geschichte auch ein Detail, das selten in populären Erzählungen vorkommt und das das Schicksal des Tieres selbst mit dem Schicksal der gesamten einzigartigen südamerikanischen Fauna dieser Periode verbindet. Vor etwa 3 Millionen Jahren bildete sich die Landbrücke von Panama, die Süd- und Nordamerika zum ersten Mal seit zig Millionen Jahren durch eine Landverbindung verband. Das Ereignis, das Paläontologen den großen amerikanischen Faunenaustausch nennen, öffnete die Tür für die Massenmigration von Arten in beide Richtungen, aber das Ergebnis war keineswegs symmetrisch. Nördliche Raubtiere und Pflanzenfresser, die sich in der weitaus härteren Konkurrenzlandschaft eines Kontinents entwickelt hatten, der im Laufe seiner Geschichte durch Landbrücken mit Asien und Afrika verbunden war, erwiesen sich im Allgemeinen als wettbewerbsfähiger als die endemische südamerikanische Fauna, die 30 Millionen Jahre lang in relativer Isolation entwickelt wurde. Nach Norden hin fand jedoch auch eine Migration statt. Riesige Faultiere und übergroße Stachelschweine breiteten sich erfolgreich auf dem Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten aus. Und eine Art von Stachelschweinen konnte sich sogar so fest im Norden des Kontinents etablieren, dass ihre Nachkommen dort bis heute leben. Opossums sind ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche südamerikanische Linie, die sich in einem großen Teil Nordamerikas ansiedelte und bis heute eine blühende Art dort geblieben ist. Was beweist, der Faunenaustausch selbst war keine bedingungslose Katastrophe für alle südamerikanischen Linien. Einige von ihnen fanden im Gegenteil neue Nischen im Norden und waren dort sogar erfolgreicher als in ihrer angestammten Heimat. Aber insgesamt war das Gleichgewicht dieses Austauschs nicht zugunsten der südamerikanischen Endemiten. Raubtiere, die aus dem Norden kamen, vor allem Vertreter der Katzen- und Bärenfamilie, erwiesen sich als effektivere Jäger als einheimische Beuteltierräuber wie Thylacosmilus, und nördliche Huftiere begannen, die einheimischen Giganten im Kampf um Weideland zu verdrängen. Ein großer Teil der einzigartigen südamerikanischen Giganten, einschließlich der Linie der riesigen Nagetiere, zu der auch Josephoartigasia gehörte, überlebte die nachfolgende Konkurrenz und die klimatischen Veränderungen, die den Wechsel der Epochen begleiteten, nicht. Die ökologische Nische, die die Riesenratten 30 Millionen Jahre lang innehatten, begann von der für den Rest der Welt vertrauteren Großfauna der Huftiere eingenommen zu werden, die aus dem Norden eingewandert war. Das vielleicht Erstaunlichste an der Geschichte von Josephoartigasia ist nicht die Tatsache, dass ein halbtönniges Nagetier existierte, sondern wie zerbrechlich das Fundament ist, auf dem unser Wissen darüber ruht. Ein Schädel, gefunden von einem zufälligen Fossiliensammler am Strand. 20 Jahre Vergessenheit in einem Museumsdepot. Eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die auf der Grundlage dieses einzigen Fundes eine ganze Reputation als größtes Nagetier der Geschichte aufbaute. Eine Reputation, die vielleicht teilweise übertrieben ist, aber nicht weniger real und nicht weniger bedeutsam für das Verständnis dessen, wozu die Evolution der Säugetiere, die über zig Millionen Jahre ohne große Raubtiere auskamen, überhaupt fähig war. Nach groben Schätzungen der Museumsmitarbeiter selbst lagern allein in den Beständen des Nationalen Naturkundemuseums von Uruguay Zehntausende von noch nicht vollständig untersuchten paläontologischen Exemplaren, und wenn man die Naturkundemuseen weltweit zusammennimmt, geht die Zahl der unbeschriebenen oder nicht vollständig untersuchten Funde bereits in die Millionen. Die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die sich mit solch sorgfältiger Arbeit befassen können, wächst deutlich langsamer, als die Sammlungen selbst anwachsen. Die Bestände der Museen der Welt stellen im Grunde eines der größten, unerforschten Lagerstätten wissenschaftlicher Entdeckungen dar, die sofort verfügbar sind, ganz ohne neue Feldforschungen. Wie viele ähnliche Funde liegen gerade jetzt in den Schubladen von Museumslagern auf der ganzen Welt
und warten auf ihren Kurator, der zufällig bei einer routinemäßigen Inventur der Bestände darauf stößt und erkennt, dass er nicht nur ein gewöhnliches Fragment in der Hand hält. Nach der Geschichte von Josepho Artigasia ist es schwer, den Gedanken loszuwerden, dass es unter den bereits gesammelten, aber noch nicht richtig untersuchten Kollektionen weitaus mehr solcher unterschätzten Entdeckungen geben könnte, als man denkt. Und dass die nächste wissenschaftliche Sensation nicht unbedingt irgendwo unter der Erde wartet, sondern durchaus schon auf einem Regal liegen könnte, nur wenige Schritte vom nächsten Kurator entfernt. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, wissen Sie jetzt mehr über Josepho Artigasia als die meisten Menschen, die jemals Schlagzeilen über ein büffelgroßes Nagetier gesehen haben. Abonnieren Sie den Kanal und geben Sie einen Daumen hoch, wenn Sie es mögen, wenn wissenschaftliche Sensationen ehrlich präsentiert werden. Mit all den Zweifeln, die die Wissenschaft selbst noch nicht vollständig lösen konnte.